Das hier ist Petropawlowsk, die Hauptstadt der Halbinsel Kamtschatka. Adri, Fabi, Andi, Markus, Tom und ich haben uns hier im Hafen in einem Hostel einquartiert. Wir warten auf Phil, der bald hier auch ankommen soll. Zu siebt wollen wir dann ein ordentliches Vulkanabenteuer starten, mitten in der russischen Wildnis. Aber jetzt wird es erstmal Zeit, dass ich erkläre, was wir genau vorhaben. Im Norden von Petropawlowsk gibt es diesen Landstreifen. Ein riesiges Naturschutzgebiet, umrandet vom Kamtschatka-Fluss und mit nur einigen wenigen extrem schwer befahrbaren Wegen ganz am Rand. Voll von Braunbären und unglaublichen Naturphänomenen. Hier gibt es einen Wald voller toter Bäume, die einen Vulkanausbruch nur gerade so noch stehend überstanden haben. Ein aktiver und vergletscherter Vulkan mit dem Namen Tolbatschik befindet sich etwa in der Mitte mit einem Kraterrand auf 3100 Meter und einem Ostgipfel mit einer Höhe von 3700 Meter über dem Meeresspiegel. Etwas weiter im Norden steht der inaktive und richtig steile Kamen-Vulkan mit seinen 4600 Metern, an dessen westlicher Schulter sich ein mehr als 15 Kilometer langer Gletscher vorbeischlängelt. Und direkt daneben findet man Glutschewskaja Sopka, den höchsten aktiven Vulkan der Nordhalbkugel, mit einer Höhe von 4800 Meter über normal Null und rauchendem Krater. Ist doch klar, dass wir uns das alles unbedingt anschauen wollen. Und so entstand daheim der Plan, innerhalb von 2 Wochen von Süden nach Norden zu wandern und unterwegs alles zu besteigen, was wir erreichen können. Allerdings gab es einen Haken. Im Süden befinden sich 2 Flüsse. Von daheim konnten wir nicht herausfinden, ob und wie diese durchquerbar sind. Und so wollten wir es einfach riskieren und notfalls hindurchschwimmen. Ein weiteres Fragezeichen war auch der Bereich zwischen Tolbatschik und Kamen. Auf verschiedenen Karten waren hier überall Flüsse mit zum Teil ziemlich breiten Flussebenen eingezeichnet und so hatten wir uns auf die eine oder andere Flussquerung eingestellt. Um durch diesen Bereich von Kamtschatka zu wandern, braucht man Permits. Und so habe ich mich erst einmal mit Lucy und ihrem Chef von Volcanosland getroffen. Im Gespräch erklärten mir die beiden, welche Naturpark- und Militärgenehmigungen wir benötigten und dass wir diese am nächsten Tag abholen könnten. Außerdem kam dabei heraus, dass die Flüsse im Süden zum Teil so breit und schnell strömend sind, dass man sie unmöglich zu Fuß oder schwimmend queren kann. Shit, dachte ich mir nur. Ja, und da es keinen Sinn macht, gleich am ersten Tag an einem Fluss zu scheitern und die gesamte Tour aufs Spiel zu setzen, planten wir spontan um. Und Lucy vermittelte uns einen Kontakt zu einem Privatmann in dem Dorf Kosirevsk, der uns mit seinem Geländewagen zu unserer Route bringen sollte. Jo, das ist der Plan. Jetzt erstmal die Jungs wecken und die letzten Sachen organisieren. Andi! Boys sind da, jetzt wird Equipment geshoppt. Beim Mittagessen haben wir nicht gespart. Es standen ja schließlich 2 Wochen gefriergetrocknetes Essen bevor. Wo schneidest du hin? Also hier, die haben ja längere Füße quasi. Schneidest du hier ab über die Zähne? Okay, Gas steht, Angel-Equipment haben wir auch. Und jetzt treffen wir gleich die Lucy. Die hilft uns mit den Permits. Nee, Schmarrn. Ja genau, noch die Permits. Und dann besorgen wir mit der zusammen noch die Bustickets für morgen. Und dann sind wir eigentlich ready to go. Und dann muss noch der Phil hier auftauchen mit seinem Rucksack.
Gut, dass wir Hilfe beim Kauf der Bustickets hatten. Selbst für Lucy war das Ganze eine Schnitzeljagd, bis wir den aktuellen Verkaufsschalter gefunden hatten. Dani, der hört mir nie zu. Und wenn ich was sage, dann glaubt er mir nicht. Und wenn er mir zuhört, dann traut er mir auch nicht. Ich kann das nicht hören. Jo, was sind die Tickets? Mach aber raus. Als alles erledigt war, ging die Sonne auch schon wieder langsam unter. Und Phil war rechtzeitig für ein letztes gemeinsames Abendessen angekommen. Sag's nochmal. Um 0 Uhr hatte Fabi Geburtstag, was natürlich begossen wurde. Und dann haben alle, leicht hektisch, die Rucksäcke für die Abfahrt am nächsten Tag vorbereitet. Nach einer kurzen Nacht ging's los. Zuerst mit dem Taxi zur Bushaltestelle. Da sind die Backpacks von der ganzen Gang. Du hast ein Teil von der Gang. Das ist das Geburtstagskind. Und als endlich klar war, welches hier wirklich unser Bus ist, ging es in Richtung Kosirevsk. Live-Cam, der Live-Feed. Live. Was sagen? Nee, wollte ich nicht. Ich wollte sagen, dass die Zahl Pi 3,141592654, weiter weiß ich noch nicht, ist. Und nicht sowas wie... Nicht sowas wie was? Ja, Oder das muss ich mich mal hier durchlassen. Da kommen wir nicht durch. Nach holprigen 8 Stunden Fahrt standen wir plötzlich in dem kleinen Ort mit seinen vulkanschwarzen, staubigen Straßen. Jetzt hieß es, einen Zeltplatz zu finden. Der Plan, am Ufer der Kamtschatka zu schlafen, ging dann erstmal richtig in die Hose. Und wir bekamen die erste Watsche von der wilden Gegend. Alter, fuck. Alles voll mit Mücken. Schau dir mal den Markus an. Oh, ja, nee, ist nicht so schön. Wo ist der Andi hingeflüchtet? Nach der verzweifelten Flucht vor den Moskitos fanden wir dann doch noch einen gemütlichen Zeltplatz am Rande des Dorfs. Nee. Jo. Gemeinsam saßen wir nachdenklich am Lagerfeuer und lauschten dem Knistern. Und im nächsten Video erzähle ich euch, wie es dann für die Jungs und mich in der Vulkanwildnis richtig zur Sache ging.